Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema, was sollte man auf gar keinen Fall in einem Meerwasserladen sagen oder tun. Nicht gut. Und wir lieben alle Kunden, glaubt es mir, fast alle. Das sind jetzt wieder diese Videos, wo ich jetzt wirklich wieder nicht so recht weiß, wie sage ich's. Ja? Da wird dann der eine wahrscheinlich dann sagen, boah, das geht jetzt wieder gegen den und das kann man so nicht sagen. Aber mir ist es egal. Dinge, die ihr nicht in einem Zoogeschäft sagen dürft. Erstens, weil wir es schon tausendmal gehört haben. Zweitens, weil wir nicht so blöd sind, wie wir aussehen. Und drittens, wir glauben es eh nicht. Also, wenn ihr in den Laden kommt und der absolute Klassiker ist, ich habe nichts gemacht. Ja, nee, ist klar. War wohl Mutti oder das Töchterlein hat dann das Becken geschrottet oder komplett überfüttert. Wissen wir. Ist immer ganz klar. Wir, die da stehen und haben den Scheiß gebaut, wir haben das nie fabriziert. So, ist auch ganz zufällig der Fisch jetzt gestorben, weil wir was anderes dazugesetzt haben. Die Koralle wird auch nur ausnahmsweise da angefüttert, weil wir den falschen Fisch reingesetzt haben. Nicht, dass wir das vor 14 Tagen gesagt hätten, dass das vielleicht nicht so richtig passt. Es ist wichtig für uns, um wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, dass ihr das sagt, was auch passiert ist, wenn nur dann können wir euch helfen. Wenn da Geschichten erzählt werden, dann wissen wir es nicht. Wir stehen leider nicht da. Und bei jedem Arzt ist es so, da kann man nicht anrufen oder schön vorbeikommen, sagt, meiner Frau geht's schlecht. Dann sagt er, ja, bring sie her. So, wir müssen wissen, was ihr fabriziert habt, wenn ihr mal Mist gebaut habt. Und das ist normal, wir bauen hier auch jeden Tag Mist, ganz normal. Das Wichtige ist aber, dass man nicht einen Fehler bestreitet und auch nicht so tut, als wenn man gar nichts gemacht hätte. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es echt ein bisschen respektlos. Man muss mich ja wirklich für komplett blöde halten. Wir wissen, was passiert, weil ihr seid nicht die Einzigen, wo mal was passiert. Dann aber bitte sagen, klar sagen, das und das ist passiert, weil dann findet man auch sofort einen richtigen Weg und Profis wissen auch dann, was zu tun ist und müssen nicht extra zu euch hinfahren, weil anders geht es leider manchmal nicht. So, apropos Tierwohl. Ein unfassbarer Klassiker, der sicherlich dazu beigetragen hat, dass ich etwas ständig mit Blutdruck rumrenne. Oder, naja gut, hier haben wir wenig zu tun damit im Großen und Ganzen, aber Kinder sind was Tolles. Absolut, vor allem wenn sie erzogen sind. Das ist aber nicht den Kindern ihre Schuld, sondern das ist die Schuld der Eltern, wenn sie dabei zugucken, wie Kinder mit irgendwelchen Dingen, die sie so und so Laden finden, dann mal schön gegen die Scheibe ballern und es total lustig finde, wenn dann alles hier drin mit völligem Chaos rumgeht. Scheiben klopfen bei Fischen ist nicht gut. Und wenn es Kinder machen, auch nicht. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, wenn dann hinten Eltern dran stehen, die dann sagen, Jannik Friedrich, würdest du das vielleicht bitte lassen? Also zu meiner Zeit war das so, wenn mein Vater gesagt hat, hör auf damit, ich habe nochmal geklopft, dann klopfte das bei mir an der Scheibe an. So, da wusste ich, keine gute Idee, weil da wusste ich, wie sich der Fisch fühlt. Schaut doch einfach nach, wenn wir mit euren Kindern gehen. Für Kinder ist das was ganz Tolles, Spannendes. Es ist völlig normales Verhalten, dass man auch mal gegen eine Scheibe klopft. Wir haben aber keine Zootiere, die das seit 20 Jahren kennen. Und auch keine so dicken Scheiben, wo es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, sondern unsere Tiere sind frisch. Wir versuchen Ruhe reinzukriegen, gedeckte Beleuchtung und dann kann man da nicht hergehen und kann dann komplett alles totschießen und totschlagen auf der Scheibe drauf. Also euren Kindern sagen, hier nicht, das wäre ganz toll für die Fische. Das waren zwar jetzt keine Kinder, aber wie ihr gesehen habt, ging das Licht aus. Leute, in einem Zoofachgeschäft fasst man nicht an Steckdosen, schon gar nicht an irgendwelchen Schaltern und drückt drauf rum, nur weil es lustig ist. Nein, nein, nein. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man den Chef mitten in seiner Videoaufnahme stört, das Licht ausschaltet. Das hat auf jeden Fall Konsequenzen. Irgendwann mal. Also eigentlich kenne ich die Geschichte ja mit Neons. Es war immer der größte Traum als Mitarbeiter eines Zoofachgeschäftes, wenn du an einem Aquarium stehst, da sind 1000 Neons drin. Gott, wie heißen sie? Kevin, Shania, wie auch immer. Fing dann an und sagte, aber genau den Neon oder den Kupi hätte ich gerne. Ja, genau. Auch ich habe manchmal sprachlose Momente. Ich weiß, man kann es eigentlich kaum glauben, aber da würdest du wirklich am liebsten das Netz nehmen und einmal schön kurz quer über die Bürste ziehen, weil, wie soll das gehen, Leute? Also ist mal ehrlich. Es geht schon los mittlerweile teilweise bei den Einsiedlern oder bei der Garnele. Da hast du dann 100 Garnelen draufeinander, die durch und dran gehen und sagen, aber genau die Garnele hätte ich gerne. Ein kleiner Tipp für meine Aquarienkollegen. Ich habe sie. Schon alleine raus, sagt, ich habe sie gefangen, genau die ist es. In 90% sagt der Kleine sowieso, oh super, als genau die gekriegt, die ich haben wollte. Also, wenn ihr in den Laden geht und ihr wollt Einsiedler kaufen, Garnelen kaufen, irgendwas in dieser Art, dann
überlasst es doch bitte dem Aquarienhändler. Sie sind so gut wie alle wirklich kompetent und wissen, was sie tun. Der sucht euch dann auch ein junges, ein gesundes Tier raus oder ein Tier, wo er meint, es passt jetzt am besten zu euch rein. Das muss nicht immer das farbigste sein und auch nicht immer das größte oder manchmal auch das kleinste, sondern in der Regel wissen das Aquarienverkäufer sehr, sehr gut, was sie da verkaufen und vertraut ihnen da einfach mal ein bisschen drauf, weil das eigene Heraussuchen bedeutet nicht immer, dass man das beste Tier auch hat. Also wenn man hier zum Beispiel in die Region rund um Stuttgart, also diese Schwabenecke besucht und hat dann so einen Spruch auf den Lippen und kommt dann rein und sagt, haben Sie auch günstige Korallen? Also auf gut Deutsch gesagt, haben Sie auch billige Korallen? Dann ist das so ein Satz, der einem Schwaben, nun, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es dann einem wirklich aus allen Körperöffnungen fließt, aber du kriegst tatsächlich echt Puls. Natürlich haben wir keine billigen Tiere. Wir haben Tiere. Und ein Tier kann nie billig sein. Wenn Tiere gepflegt werden, wenn Tiere vorbereitet werden, wenn Tiere so gemacht werden, damit sie in eurem Aquarium gut überleben, dann kann es gar nicht sein, dass es billige Tiere sind. Sie sind preiswert und sie kosten das, was sie kosten, dran. Da geht es nicht darum, dass irgendwelche ausgeflippten Korallen irgendwelche hohen Preise, Mondpreise hingehen, sondern es kann nicht sein, dass man sich um ein Tier kümmert, das nachher 5 Euro kostet, wenn im Gegensatz dazu die Dose Futter 13, 14, 15 Euro kostet. Also wie behämmert kann man eigentlich heutzutage sein, dass das Futter mehr kostet wie ein Tier und sich dann darauf konzentrieren, dass eine Koralle dann eben halt nur 3 Euro kosten darf, während man sich ein Aquarium leistet oder Futter, das mehr oder weniger 300 Euro das Kilo kostet. Das ist einfach schon eine Einstellungssache, wie man in einen Laden reinkommt. Und wenn der Besitzer eines solchen Ladens, und glaubt mir, bei fast allen ist das so, auch ein Herz für seine Tiere hat, geht ihm das Messer in der Tasche auf, wenn er so einen Spruch hört. Das geht gar nicht. Bei mir ist es einfach so, sie werden schlichtweg einfach nur umso teurer, je mehr man so eine Einstellung zeigt. Weil da habe ich schon gar keine Lust, irgendwas zu verkaufen, wenn es nämlich nur darum geht. Was immer geil ist, wirklich ist, wenn man dann, wenn man sich so rumschaut und natürlich manchmal warten muss, weil andere Kunden vorher beraten werden und dann spielt man ein bisschen mit den Sachen rum, die ja in einem Zoogeschäft so rumliegen können. So, jetzt ist es relativ selten, dass so ein Meerwasserfachgeschäft wohnzimmertauglich ist, sage ich jetzt mal. Weil da wird halt doch gearbeitet, überall liegt irgendwas rum. Und es ist auch spannend, ne? Da spielt man rum und hat so Magneten in der Hand und dann kann es halt mal passieren, dass man aus Versehen das Ding hier plötzlich zwischen den Fingern hat. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kind oder auch ein Erwachsener durch die Gegend schreit und sagt, was kriege ich das jetzt wieder los? Wenn ihr euch dazu entschieden habt, dass ihr Korallen kaufen wollt, ins Becken gemacht habt und ihr rennt dann in den Laden rein und sucht euch ein schönes Tier raus, meistens natürlich werden immer die ganz bunten Sachen geholt, wo dann die großen Preise kommen, dann solltet ihr nicht sagen, ey, ich muss erst meine Regierung fragen. Das nimmt einem irgendwie so als Verkäufer die Motivation, dass man da noch ein bisschen weitermacht und verschiedene Dinge zeigt, weil letztendlich redet man schon immer gern mit dem, der auch entscheiden darf oder kann. Nehmt doch eure Frau oder je nachdem, wer die Regierung halt nun mal stellt, nehmt sie doch einfach mal mit, guckt euch vorher online, bei den Händlern gibt es ja heute unheimlich viele Shops, wo man schon die Preise und Tiere schon sehen kann. Nehmt sie doch einfach mal mit zu dem ganzen Thema und geht durch und guckt euch das da vorher drüber an, was man denn so ausgeben möchte, in welcher Preisrange man ist. Und es ist manchmal echt gut bedient, wenn man halt auch ehrlich sagt zum Verkäufer, pass auf, wir wollen jetzt mal anfangen, wir haben so ein Budget vielleicht von 500 Euro. Finden wir da was, dass wir so 5 bis 10 Korallen da vielleicht reinkriegen, dann weiß er von vornherein, was er tun kann und es kommt erst gar nicht zu so einer Diskussion, die für den Verkäufer ehrlich gesagt immer ein bisschen peinlich ist, weil wie willst du denn darauf antworten? So, es ist schwierig. Also lasst es einfach sein, macht euch vorher schlau, aber nicht reingehen und sagen, ich muss meine Regierung fragen, kommt nicht gut an. Also den kleinen Hübschen, den ihr da seht, das war mal so ein schöner kleiner Fisch in einem Zoohandel drin, wahrscheinlich mit 2, 3 leuchtend blauen Pünktchen obendrauf, den man sich dann gekauft hat für ein kleineres Aquarium, weil er ja so gut reinpasst. Und da kommt dann so dieser Satz immer zustande, den ihr wirklich auch auf keinen Fall sagen solltet. Den hätte ich gerne und der wird ja nicht so groß. Oder der bleibt klein, wenn er im Becken drin ist. Das ist der beste Spruch, den ich mir seit 35 Jahren anhöre. Die Fische muss man schon so kaufen, dass man mit ihrer Endgröße kalkuliert. Weder haben die in einem kleinen Becken was verloren, noch fühlen die sich in so einem Becken wohl, was sie meistens dann durch leicht gesteigerte Aggressivität auch jeden Tag zeigen. Das hat schon seinen Grund, warum Fische andere Fische kaputt machen bzw. auf Korallen gehen. Denen ist einfach stinklangweilig und die sind echt sauer, dass sie in so einem kleinen Ding eingesperrt werden. Und das lassen die euch jeden Tag zeigen. Und glaubt mir eins, manche von den Fischen sind so schlau, die gucken vorher, auf welche Koralle du guckst und dann denken die sich, so, und du kannst mich mal,
und dann wird die einfach mal niedergemacht. Jeder, der das lang genug macht und das Gefühl für die Fische hat, weiß ganz genau, was ich meine. Informiert euch vorher drüber und sagt dem Händler, wenn er schon so ehrlich ist und euch klar sagt, was ein Fisch nicht geht, dann kommt ihm nicht mit dem Argument, ja, ich kaufe ein größeres Becken oder der wird eh nur klein bleiben, weil das funktioniert einfach überhaupt gar nicht. Was auch immer unglaublich beliebt ist, ist das Thema Korallen raussuchen. Da sieht man im Internet eine neue Koralle. Zurzeit aktuell haben wir zum Beispiel Acropora speciosa, Flaming Sunrise, was ganz Spezielles. Diese Tiere stellen selbst für uns eine absolute Herausforderung dar. Wenn also ein ordentlicher Händler euch sagt, lasst es gut sein, das passt nicht in euer Becken rein, dann vertraut ihm vielleicht einfach mal ein bisschen und versucht nicht krampfhaft Tiere zu kaufen, die ihr, wenn ihr beginnt damit oder 1-2 Jahre dabei sind, einfach nicht halten könnt. Wenn selbst Profis sehr, sehr viel Aufwand reinziehen müssen und sehr, sehr darauf achten, die Tiere noch hinzukriegen und sehr oft trotzdem immer noch dran scheitern, wenn wir die richtigen Wege noch nicht gefunden haben, dann sagt es ein Händler eigentlich nicht aus Spaß nein, sondern das hat fast immer einen Grund. Um vor Schaden zu schützen, damit nichts kaputt geht, weil letztendlich kommt ihr dann eh wieder zurück und sagt, das war ein falscher Rat, die Tiere sind kaputt oder man wird in Facebook zerrissen, wie hätte man sowas verkaufen können. Deswegen ganz wichtig, wenn ein Händler euch mal abrät, dann nimmt es doch einfach mal zur Kenntnis. Sagt nicht, ich weiß das schon oder bei Facebook hat einer gesagt oder was auch immer, was da für Antworten kommen, sondern vielleicht nutzt man die Chance, liest nochmal nach, macht sich nochmal, informiert sich drüber, fragt vielleicht einfach nach, was ist der Grund, warum oder was kann ich tun, damit es funktioniert. Dann versteht man es und dann kann man sich darauf vorbereiten, in der Zukunft solche Tiere auch zu halten und hat dann auch den Erfolg und nicht die Frustration, die dann passiert, wenn so ein Frag oder so ein Ableger von so schwierigen Korallen dann nach 2 Wochen schon tot ist. Also einfach nur hinterfragen oder nochmal informieren. In der Regel hat es einen Grund, warum Nein gesagt wird. Es ist auf jeden Fall besser, als nur auf die Ja-Sager zu hören. Ja, alles klar. Das war jetzt wieder einer dieser spannenden Beispiele, wo man in den Laden kommt oder anruft, über ein Problem berichtet. Und wenn man dann fragt, was ist denn so passiert oder wie sind die Wasserwerte, dann kam jetzt dieser wirkliche Klassiker, meine Wasserwerte sind top. Okay, ich glaube so 5 bis 10 Mal die Woche hört man das. Wenn Korallen Probleme haben, einem das Becken praktisch kaputt geht, dann sind die Wasserwerte nicht top. Was auch immer ihr gemessen habt oder was da auf so einem Test steht, aber irgendwas ist da. Was natürlich sein kann, wenn deine Frau aus lauter Zorn übers Aquarium eine Vase reinschmeißt, dann können durchaus die Wasserwerte top gewesen sein, das Becken ist trotzdem kaputt. Aber das ist echt die Ausnahme. Dieser Spruch, lasst es einfach sein. Wenn etwas ist auch was am Wasser. Korallen lügen nie. Ich kann da auch gar nicht viel dazu sagen, außer dass du da echt wirklich Puls und Blutdruck kriegst, aber beides gleichzeitig. Es ist was am Wasser, sagt, was Sache ist und dann kann man euch auch helfen. Aber nicht meine Wasserwerte sind top, weil da willst du am liebsten wieder auflegen. Ja, aber was ist denn, wenn du Parasiten hast? Du hast doch dann trotzdem ein gutes Wasser, wenn andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Licht. Du willst da jetzt echt drauf rumreiten? Ja, oder? Ach, Alter. Ja, das Wasser kann doch dann gut sein. Ist es nicht. Wenn jemand krank wird, wie bei uns Menschen auch, hat es immer eine Ursache. Werfe ich zu viel von einem Produkt rein, habe ich schlechtes Wasser. Mache ich meine Pflege nicht, habe ich schlechtes Wasser. Habe ich vielleicht irgendwo eine Stelle, die rottet. Ich muss es ja mit meinem Tropftest nicht immer unbedingt sehen. Es geht um die Einstellung dazu, zu sagen, ich habe 4 Werte und ich habe festgestellt, meinem Aquarium fehlt nichts. Das ist die Antwort darauf. Fakt ist aber, dass es den Korallen nicht gut geht. Und Korallen lügen einfach nicht. Es tut mir leid. Du findest immer einen Grund, warum es Tieren nicht gut geht. Ja, ich kann mir auch Parasiten einschleppen. Das stimmt schon. Wenn es den Tieren aber alle richtig gut geht und die gut gepflegt sind, dann machen Parasiten gar nicht so viel Welle, weil sie es nicht können. Korallen können sie wehren. Wenn es ihnen aber schlecht geht, dann zieht das eben durch wie so ein Buschfeuer und dann ist auch der Grund hinterlegt, dass ich eben halt nicht aufgepasst habe. Aber wie soll man denn eine Ferndiagnose machen und von Anfang an versuchen, ein Problem zu lösen, wenn es dann heißt, nö, bei mir ist alles top. Ja, da kann ich mich rumdrehen, kann gehen, sorry. Also für so alle, die jetzt da jetzt gleich wieder kommen, Schumi der Böse und so, weil er jetzt wieder ein bisschen mehr da Zampano reingebracht hat. Vielleicht muss man es auch mal ein bisschen erklären. Wenn man diesen Beruf hat und mit Tieren arbeitet, ist Emotion fürs Tier, das Gefühl fürs Tier das Allerwichtigste. Zahlen, Daten, Fakten sind alles schön, aber wenn man kein Gefühl dafür hat, dann scheitert man daran. Das ist auch das, was wir ja versuchen, euch beizubringen, das Gefühl dafür zu entwickeln und auch die Zeit zu lassen.
Wenn also Händler oder vor allem ich dann halt mal ein bisschen emotionaler reagieren auf so eine Zwischenfrage, dann hat es damit was zu tun, weil es uns einfach wehtut, wenn wir sehen, wie Tiere kaputt gemacht werden, einfach nur sinnlos und durch Diskussionen, die völlig sinnbefreit sind, weil man einfach da nicht offen hinsteht und manchmal auch nicht offen sagen kann, ja, ich beginne dieses Hobby und ja, da braucht es einfach seine Zeit und Erfahrung, bis ich das dann auch gelernt habe. Und das ist das, was für uns so wichtig wäre. Wenn man in ein Zoogeschäft reinkommt, wenn man sich Hilfe sucht von Mentoren, dann geht einfach hin und es ist völlig in Ordnung, wenn man beginnt. Und glaubt mir eins, ich mache das jetzt 35 Jahre, es vergeht keine Woche, wo ich nicht ein neues Tier sehe, einen neuen Parasiten finde, irgendwas Neues habe, wo ich mich auch wieder reinlernen muss. Es hört nicht auf. Es hört auch nicht in 40 Jahren auf. Ihr lernt jede Woche, jeden Monat noch was dazu, weil dafür ist dieses Feld viel zu breit, viel zu toll, viel zu spannend und wirklich extrem klasse, wenn man auch ins Detail geht. Wenn ich euch heute sage, dass ich Parasiten, die auf Korallen sind, als eines der interessantesten Tiere überhaupt finde, was die alles können, dann müssen wir unbedingt auch mal ein riesiges Video drüber machen. Das schütteln wahrscheinlich viele den Kopf. Aber wenn ihr euch mit diesen Tieren mal beschäftigt, was die können und wozu die fähig sind, da bleibst du nur noch mit großem Staunen davor stehen und sagst, Alter, wer hat sich denn das ausgedacht? Und das ist so ein bisschen die Demut, die wir einfach davor auch haben, was uns die Natur hier bietet und was sie macht und wie wenig wir heute überhaupt davon verstehen. Beginnen dran zu kratzen, etwas wirklich auch das Gefühl dafür zu kriegen, für diese Tiere, die schon so lange auf diesem Planeten sind und von denen wir so wenig verstehen. Und deswegen reagieren wir vielleicht manchmal auch ein bisschen emotional. Es mag nicht politisch nicht so korrekt sein, das ist alles gut, aber letztendlich liegt es einfach daran, weil wir das Viehzeugs halt einfach echt gern haben. Bevor wir uns jetzt wieder umstellen und hier wieder Location suchen oder irgendwas, für die jetzt gedacht haben, dass ich mir jetzt ein Röckchen angezogen habe, das könnt ihr gleich mal komplett vergessen. Ich bin ja immer total nett und lieb, weil ja Tobi hinter der Kamera steht und mir immer auch wieder hinweist, wie wichtig das ist, politisch korrekt zu sein. Mein grundsätzlich hat er ja recht. Wie gesagt, also es geht um Anfänger, es geht um Beginner. Wir begrüßen jeden, der neu in das Hobby reingeht, jeden, der züchten will, der machen will. Und ich glaube, wir können alle, wenn Fehler gemacht werden, ich kann es nur sagen, einfach mal Klappe halten, weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben es dadurch gelernt, wie man es nicht macht. Und da bin ich einer der Könige derer, die Tiere umgenietet haben durch Unwissen, durch Fehler, die wir gemacht haben, wo Tiere gestorben sind, weil wir es einfach nicht wussten. Und so haben wir es gelernt. Und jetzt so langsam fangen wir ein bisschen an zu verstehen mit ICP und so Sachen, woran es liegt und können Fehler vermeiden und halten heute Tiere, züchten heute Tiere. Aber die Erfahrung, die wir gekriegt haben, da war ich ganz vorne mit dabei, was es angeht, mal wieder Tiere aus dem Becken rauszuziehen, die dann tot sind. Und das hat keinen Spaß gemacht und deswegen sind wir so hinter der ganzen Geschichte. Also weich bin ich nicht geworden, müsst ihr keine Sorgen haben. Ich werde mich versuchen, politisch korrekt zu verhalten, damit es auch jeder gut reinkriegt. Aber auch ich habe meine rote Linien, was Tiere angeht und die Art, wie man damit umgeht. Ein tolles Beispiel ist so dieses Ding, ja, ich habe einen ICP-Test bekommen, aber mein HANA-Checker sagt was anderes. Jetzt sind das tolle Geräte, das ist kein Thema, aber was soll ich dazu sagen? Zwischen einem Laborgerät, ausgebildeten Personal, jeden Tag hunderte von Messungen und einem kleinen Gerät für 40 € Verkaufspreis, also Warenwert irgendwas um die 10 € in der Herstellung, liegen dann doch so ein bisschen kleine Differenzen drin, was die Fähigkeit angeht, Wasser zu testen oder nicht. Jetzt wäre es total unfair zu sagen, der HANA-Checker könnte das nicht. Das ist nicht richtig. Der HANA-Checker für das, was die da hingestellt haben, ein geniales Gerät. Fotometer in der Größe zu dem Preis, aber hallo. Nur, man muss das Ding auch richtig benutzen. Und man muss auch verstehen, dass eine ICP und ein HANA-Checker manchmal unterschiedliche Sachen misst. Und das muss interpretiert werden. Und dafür gibt es Fachleute. Bei unserer Seite könnt ihr die euch zum Beispiel raussuchen. Das sind unsere ganzen Fachberater, die das wissen. Wo liegt der Unterschied zwischen der Messung mit einem HANA-Checker und mit einer ICP? Aber von vornherein davon auszugehen, dass ICP-Maschinen, ganz egal bei wem man die Analyse macht, dass die nicht irgendwie das messen können, was so ein kleines Haushaltsgerät kann, beziehungsweise ein normaler Tropftest, das ist schon ein kleines bisschen vermessen. Also wir wissen schon, was wir messen. Dann fragt nach, lasst euch beraten, dann erklären wir es euch. Beziehungsweise dann können wir euch sogar helfen, wie man mit dem HANA-Checker richtig umgeht, wie man halt eben darauf achtet, dass man auch eben adäquate Werte bekommt und sie auch vergleichbar macht. Okay? Was auch immer total lustig ist und spannend ist, ist dieses Thema, man sieht ein Becken voll mit Fadenalgen. Naja, sieht aus wie Hamburger Hafenkante an der Elbe, so ähnlicher Bewuchs und Optik. Und wenn du dann so fragst, was ist dann so gemacht worden? Ich habe nichts gemacht. Oder ganz besonders spannend ist immer,
aber ich fütter doch ganz wenig oder gar nichts. So, wenn du dann ins Becken reinguckst, dann hat es da Fische, die wie U-Boote aussehen, Algen, die seit 10 Jahren wachsen, aber die sind nur so gewachsen. Das liegt an der Keramik oder so, was kommt. Schwierig. Also es ist halt genauso wie bei uns Menschen halt auch. Der ein oder andere hat durchaus Probleme mit seiner Nährstoffzufuhr, das abzuschätzen, was richtig ist und was nicht. Und genauso äußert sich das dann meistens halt im Aquarium. Also viel geben ist nicht immer besonders gut. Schon gar nicht, wenn man konzentrierte Futtermittel hat oder hochentwickelte Futtermittel, wie wir sie heute haben. Da ist halt richtig Power drin. Das heißt also, dass man da jeweils eine halbe Dose am Tag verfüttert, das ist nicht besonders gut. Das macht das Becken nicht besser. Kauft euch kleinere Dosen, mehr verschiedenes Futter, Frostfutter, Granulatfutter, solche Sachen und achtet wirklich darauf, dass ihr nicht zu viel füttert. Dass ein Fisch nicht aussehen darf wie ein Blatt Papier, ist auch klar. Aber ein normaler Doktorfisch, der sieht auch nicht so aus wie eine Flasche im Querschnitt. Irgendwas dazwischen ist schon ganz gut. Und wenn er das einhaltet, dann kommt auch der Eiweißabschäumer mit klar. Und auch die Kalkulation von Strömung, Pumpe, Filter, allem drum und dran. Und auch der Nährstoffabbau funktioniert dann. Wenn man aber nur sinnlos oben reinschüttet, dann wird das nichts. Und glaubt mir, man sieht es. Passiert uns auch, das ist ganz normal. Aber dann kann man die richtigen Maßnahmen einleiten. Und dann verspreche ich euch, wenn ihr die Tipps einhaltet, dann werdet ihr auch auf Zoofachhändler treffen, die richtig Freude dran haben, euch zu bedienen, euch die Tipps und Tricks mitzugeben, die man in keinem Buch lesen kann. Und der dann halt auch euch begleitet über die Zeit weg und dabei wirklich nicht jede Stunde berechnet. Ihr werdet definitiv mehr davon haben, ich verspreche es euch. Seid ihr echt doch da? Ihr habt euch alles angeguckt, die ganzen Tipps, habt ihr euch halbwegs beschimpfen lassen. Es ist ja nicht so, dass es jeder Kunde macht. Jetzt habe ich diese Wette auch noch verloren. Weil ich habe ja gewettet, das guckt sich keiner bis zum Schluss an. Also, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid, mega geil, ehrt mich ja. Aber als Schwabe muss ich ja meinem Kollegen jetzt, so wie unser David, auch noch einen 20er in die Hand drücken, weil ihr das bis zum Schluss gucken musstet. Super, danke. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.